Am Karlsruher Institut für Technologie arbeitet aktuell ein Forscherteam rund um Physikprofessor Thomas Schimmel an der Informationstechnologie der Zukunft. Mit dem vor Ort bereits funktionierenden kleinsten Transistor der Welt könnte man bei einer erfolgreichen Etablierung dank bisher noch nie dagewesener Energieeffizienz den weltweiten Markt für Computerchips revolutionieren. Christian Körner berichtet. Am Institut für angewandte Physik treffe ich Professor Dr. Thomas Schimmel. Am Modell erklärt er mir Entwicklung und Funktion seiner künftig vielleicht revolutionären Entwicklung. Ja, der kleinste Transistor der Welt, was wir hier am KIT entwickelt haben, das ist ein spannendes Bauteil. Das ist im Grunde ein winzig kleiner Lichtschalter. Man schaltet einen elektrischen Strom mit einem Atom. Also wie ein Lichtschalter funktioniert, weiß ja jeder. Da stehen zwei Kontakte sich gegenüber, aber es fließt kein Strom, weil zwischen den beiden Kontakten eine Lücke klafft, die den Stromkreis unterbricht. Beim von Professor Schimmel entwickelten Einzelatomtransistor passiert genau genommen nicht viel anderes. Man könnte auf die verrückte Idee kommen, diesen Stromkreis mit einem Atomdurchmesserabstand unterbrochen, zu schließen, indem man das kleinste Metallstück, das man findet, reinklappt, ein einzelnes Metallatom. Und genau das machen wir mit einem winzig kleinen elektrischen Steuerimpuls. Und so können wir schalten und walten mit einem einzigen Atom. Stellt sich die Frage, warum ist eine derartige Entwicklung so interessant für den Markt? Milliardenweise sind die Transistoren in jedem Chip verbaut. Und jede Operation wird mit denen gemacht, bisher mit Halbleitern. Und das ist eben das Spannende dieser Entwicklung. Statt Halbleitern wie beispielsweise Silizium kommt hier am KIT Metall zum Einsatz. Während die Halbleiterindustrie danach strebt, immer kleinere Halbleiter zu produzieren, ist das Limit hier am KIT schlichtweg erreicht. Das letztlich vielleicht noch spannendere, der Energieverbrauch. So haben Wissenschaftler des Massachusetts Institute of Technology im April prognostiziert, dass ohne Optimierungen bis 2040 mehr Strom für Computerchips benötigt wird, als die weltweite Energieproduktion liefern kann. Einsparpotenzial laut Schimmel: Wenn wir statt der Siliziumtechnologie unsere Einzelatomtechnologie nehmen würden, man würde einen Faktor 10.000 auf einen Schlag im Energieverbrauch runterkommen. Das heißt, die Idee, was wäre, wenn wir mit der Energie, die heute ein Computer braucht, künftig 10.000 Computer laufen lassen könnten, dann wäre auf einen Schlag das Energieproblem der Informationstechnologie gelöst. Der Weg scheint also gewissermaßen geebnet. Ihn zu beschreiten, ist dennoch auf dem internationalen Markt alles andere als einfach. Neben solventen Partnern für die Forschung ist auch eine entsprechende Expertise für eine mögliche Markteinführung vonnöten. Heiner Pollard von der Patentpool Group ist als Geschäftsführer und Co-Founder der 2022 eigens gegründeten Single Atom Technologies GmbH entsprechend beteiligt. Patentpool macht seit 25 Jahren nichts anderes als patentrechtlich schutzfähige Ideen zusammen mit den Technologiegebern oder Erfindern, also wir nennen es lieber Technologiegeber, wir gleisen die auf. Wir sorgen dafür, dass eine ordentliche Patentstrategie reinkommt. Wir sorgen dafür, dass das anfängliche Geld, was erforderlich ist, reinkommt über unsere Investoren. Wir sorgen dafür, dass man, wie in diesem Fall sehr wichtig, dass man bald einen potenten Big Player, Industriepartner gewinnt für ein solches Projekt, weil weder das KIT noch Patentpool kann anfangen, Chipfabriken zu bauen. Forschungsleiter Schimmel spricht vom Anfang einer spannenden Entwicklung, bei der es jetzt konkret darum ginge, vom Labor in die Anwendung zu kommen.